Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Play. In diesem Video schauen wir uns den britischen Zerstörer Druid mal genauer an. Die zugehörige Kapitänsskillung findet ihr im angehängten How to Build Video. Zu Beginn schauen wir uns erstmal die Schiffsaufstellung an. Wir haben in dieser Runde 3 DDs, 4 Kreuzer und 5 BBs. Wichtig ist, gerade als DD-Spieler am Anfang mal zu schauen, was sind die Schiffe, die uns so ein bisschen gefährlich werden können, beziehungsweise die im Gunfight eine Gefahr für uns sein können. Zum einen radartechnisch müssen wir auf die Seattle aufpassen. Der kann uns mit dem 9-Kilometer-Radar in einer ungünstigen Situation spotten. DD-technisch sind wir auf jeden Fall DPS-mäßig überlegen mit der Druid. Da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich spiele Druid immer relativ aggressiv ums Cap. Ihr habt viele Tools, die euch da gut helfen können. Zum einen das Hydro, zum anderen der Heal. Ihr habt Only AP, Improved Pen Angles, so wie ihr es von der Daring kennt, mit denen ihr auf DDs sehr gut Schaden machen könnt. Ihr habt keine Torps, euer Concealment ist voll geskillt 6,6. Das ist nicht unbedingt gut. Gerade gegen DDs mit einem guten Concealment habt ihr da Probleme ranzukommen. Müsst also schauen, dass ihr den DD dann catcht, wenn er zum Beispiel keinen Feuersupport hat. Und ihr habt nur vorne Guns, ist auch wichtig. Das heißt, wegkiten ist mit einer Druid auch gar nicht so einfach. Ich habe mich jetzt entschlossen, erstmal fürs B-Cap zu fahren. Da bin ich nah dran, mich da Nose-In reinzustellen und mal zu schauen, was ich so spotte, beziehungsweise was ich hier so catchen kann. Gerade am Anfang würde ich tatsächlich erstmal ein bisschen gucken, wie der Gegner sich verhält, wo wie was fährt. Natürlich ist wichtig zu wissen, wo das Radarschiff ist, damit ich nicht in irgendeine blöde Situation komme. Und währenddessen kann man ja mal, wie hier, gemütlich das Cap angehen. Gerade das Cap ist ganz gut. Ich bin von einer Seite geschützt, von der anderen Seite offen, kann ein bisschen spotten. Apropos Spotting, ich gehe jetzt auf, Cap ist geblockt. Ich weiß, es ist was in der Nähe und ich gehe jetzt rein, weil ich habe einen Smoke und habe Hydro und kann damit Druck aufbauen. Erwischt jetzt die Shimakase in einer unvorteilhaften Position für ihn. Und wie ihr seht, er nimmt hier massiv viel Damage. Ziehe jetzt auch mein Hydro gleich in Smoke, weil natürlich hier dann der Incoming Damage mega unangenehm ist. Werde jetzt hier geradert von der Seattle. Nicht unbedingt gut für mich, tatsächlich, weil Seattle Radar relativ lang geht. Ich muss jetzt hier versuchen, so viel wie möglich Incoming Shots zu dodgen. Hab aber hier tatsächlich, muss man sagen, Glück, dass die Seattle hier gekillt wird. Man muss auch sagen, die war relativ aggressiv und deswegen ist sie jetzt auch so einfach rausgegangen. Fühle mich jetzt dadurch relativ safe. Man sieht so ein bisschen auf der Minimap, der Gegner fährt raus. Und ich möchte jetzt die Chance nutzen und mir den zweiten DD holen. Ist natürlich immer ein bisschen riskant, wenn ihr ziemlich tief reinfahrt. Ich habe mir gedacht, ich ergreife die Chance und versuche über mein Hydro den DD hier zu catchen. Mach einen kleinen Fehler, hab meine Flak an. Das hat den DD ein bisschen gewarnt. Der aber tatsächlich ein bisschen pennt, glaube ich, oder das nicht so richtig gedacht hat, dass ich jetzt hier reinfahre. Aber wie gesagt, ich nutze hier die Gelegenheit, dass er auch geschossen hat. Dadurch habe ich ihn jetzt im Perma-Spotting drin und kann ihm gut Damage machen. War noch kurz gespottet wegen Smoke-Frame Penalty, glaube ich wahrscheinlich. Kann jetzt hier den DD sehr gut punishen. Na, ihr seht, ich mache guten Damage auf ihn. Auch wenn er angewinkelt fährt. Sein Fehler war einfach zu schießen und das konnte ich eiskalt ausnutzen. Damit haben wir uns jetzt 2 DDs geholt. 30k DD-Damage. Gerade das nach knapp 5 Minuten ist wirklich gut. Also da lief es tatsächlich perfekt für mich in dieser Runde. Gerade jetzt am Anfang. Und ihr habt doch gesehen, Hydro sehr, sehr stark gegen Torpedo-DDs. Die Guns können Breitseite-DDs, aber auch wegfahrende DDs sehr gut punishen. Mit dem Heal kann ich auch ohne weiteres in solche Engagements gehen und da auch einfach mal HP liegen lassen. Das ist tatsächlich in der Druid nicht so schlimm.
Hab jetzt die Möglichkeit, in Ruhe mal das Cap zu cappen. Und habe jetzt auch freie Bahn, hier auch ein bisschen zu farmen. Weil ihr könnt mit der Druid auch sehr gut hier BBs farmen. Müsst aber aufpassen, ihr seid ein langsamer DD, wie bei den Briten so üblich. Gute Manövrierbarkeit, ein gutes Anfahren habt ihr auch. Nutzt es, gerade auf Breitseite. BBs macht ihr wirklich auf die Aufbauten guten Schaden und könnt da euren Damage nochmal in die Höhe treiben. Klar, ihr macht keine Feuer. Das ist so ein kleiner Nachteil. Aber ihr seht auch so, dass hier der Damage auf BBs wirklich gut ist. Schaut auf jeden Fall, dass ihr nicht auf die Türme schießt. Wichtig ist Superstructure. Wenn ihr nah dran seid, könnt ihr auch auf die Spitze oder aufs Heck von den Schiffen schießen. Da kriegt ihr auch nochmal Full Pens. Gerade Light Cruiser könnt ihr mit der Druid auch massiv punishen. Gibt es ja auf YouTube auch viele Videos, wo man das sieht. Da würde ich euch aber empfehlen, schaut, dass ihr sie nur dann pusht, wenn ihr wirklich sicher seid, dass ihr sie killen könnt. Weil gerade gegen eine Worcester oder eine DM kann es schon teuer werden. Vor allem, wenn er die Türme in eure Richtung gedreht hat. Auch wenn ihr ihm da vielleicht die ein oder andere Zitadelle drückt. Man sieht jetzt, wir haben den Gegner relativ rausgedrängt. Das ist halt der Impact, den ihr haben könnt, wenn ihr früh 2 DDs killt. Ihr nehmt dem Gegner Spotting. Die können jetzt theoretisch nichts mehr machen hier. Der einzige DD, der jetzt noch da ist, ist die Lightning. Aber tatsächlich habe ich vor der Lightning überhaupt keine Angst. Weil im Notfall könnt ihr den mit einer Druid auch gut lang machen. Ich habe auch noch 2 Heals. Farm jetzt auch noch ein bisschen die BBs. Das ist halt der Vorteil, wenn ihr die Smokes gut nutzen könnt. Da sieht man jetzt auch wieder hier, ich mache tatsächlich echt guten Damage. Ja, jetzt schön auf die Superstructure. Kriegt leider den Kill nicht. Das ist relativ schade. Aber das ist halt manchmal so. Fährt hier noch ein Cruiser rein. Auf den habe ich mir jetzt überlegt, erstmal zu fokussen. Schaut auch, dass ihr so schießt, dass ihr nicht unbedingt nach dem Schießen im Smoke aufgeht. Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Hier jetzt auch mal mein Heal, damit der nicht verschwendet wird. Lightning geht nochmal auf. Jetzt weiß ich, wo er ist. Was wäre ich für ein DD-Jäger, wenn ich nicht sage, ich hole mir den dritten DD auch noch. Wichtig ist auch, wenn ihr gerade DD-Fights pickt, ihr müsst wirklich sicher sein, seid ihr gun-technisch in der Lage, ihn zu killen? Habt ihr genügend HP? Habt ihr ein Hydro ready? Hilft euch auch enorm, gerade gegen DDs, die smoken können. Da könnt ihr dann auch noch einen guten Push machen. Und ihn vielleicht dann noch killen, wenn er selber kein Hydro hat, ohne halt erstmal Schaden zu nehmen. Schaut halt wirklich, dass ihr, wenn ihr, wie in dem Fall jetzt, den Gunfight starten könnt. Ja, ihr seht das. Ich weiß, wo der DD ist. Er weiß nicht, wo er ist. Das heißt, ich habe theoretisch das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Er hat aber den Spotting-Vorteil. Muss ich im Hinterkopf haben. Fahre jetzt erstmal auf ihn drauf. Habt auch so ein bisschen die Minimap im Blick, um zu sehen, was hat denn der für Feuersupport. Könnt ihr da Druck kriegen von anderen Schiffen oder habt ihr tatsächlich ein 1 gegen 1? Also gerade als DD-Spieler unfassbar wichtig, das alles so ein bisschen zu betrachten. Habt auch im Hinterkopf, es ist immer gut zu wissen, was der Gegner DD kann. Hier jetzt auch noch meinen letzten Heal. Bin jetzt spotted. Das heißt, die Lightning weiß, wo ich bin. Ziehe jetzt mein Hydro, weil jetzt würde ich Torps demnächst vermuten. Wie gesagt, er weiß, wo ich bin. Er hat den Vorteil. Erwische ihn jetzt. Wichtig, ihr habt jetzt gesehen, ich habe nicht geschossen, weil ich wusste, er smoked sich. Und dadurch bin ich nicht spotted. Er kann mich jetzt also nicht for free farmen. Er hat einen 3 Kilometer Hydro, ähnlich wie ich. Das heißt, wir werden uns beide gleichzeitig spotten. Ich muss jetzt gucken, dass ich ihn schneller runterkriege. Er hat einen HP-Vorteil, aber ich habe auf jeden Fall den Damage-Vorteil. Da werdet ihr jetzt auch nochmal sehen, was das ausmachen kann mit so einer Druid in einem 1 gegen 1 gegen eine Lightning.
Das Gefährlichste sind tatsächlich für mich jetzt die Torps, nicht die Guns. Die Torpedos kommen, ich habe Hydro an, kein Problem. Jetzt hat man auch so einen kleinen Fehler gesehen, was viele DD-Spieler machen. Die benutzen nicht ihre Guns, sondern versuchen mal zu torpen. Ich würde tatsächlich die Torps nur rauswerfen, wenn ich 100% safe bin, dass ich den Kill nicht kriegen kann oder dass ich ihn mit Torps kriege. So, dritter DD ist tot. War einfache Übung. Ich muss ja nicht mal meinen Smoke ziehen und kann das jetzt nutzen, um hier noch ein bisschen auf die Bungo Open Water zu gunnen. Man sieht jetzt auch hier, der hat die Türme weggedreht. Das heißt, ich kriege ihn for free. Das ist sehr entspannt. Kann ihn da gemütlich farmen. Und auch nochmal schön mein Damage in die Höhe treiben. Also Superstructure ist enorm wichtig. Da kommen nochmal Cross-Shots von der Slava. Schauen wir mal, ob ich die einigermaßen gedodged bekomme. Nicht so wirklich. Aber der Wille war erkennbar. Und die Frage ist, kriegen wir die Bungo noch? Ja, wir kriegen die Bungo noch. Holen uns hier also unseren 4. Kill. Man sieht einfach, wie gut die Druid mit ihren Guns sein kann. So, jetzt bin ich noch auf dem Weg zum letzten BB. Hoffe, dass ich hier vielleicht noch meinen Kraken rauskriege. Wäre noch sehr, sehr nice. Aber ihr seht es an der Zeit, hat leider nicht mehr geklappt. Springen wir zum Endscreen. Hier sehen wir 4 Kills, First Blood durch den Shima-Kill am Anfang. Teamwertung 2-2 Base, relativ solide. Wir haben 3 DDs gekillt, man muss jetzt sich ins Gedächtnis rufen. Ich war High-Tier, die anderen 2 DDs waren Low-Tier. Deswegen kriege ich halt entsprechend weniger Erfahrung. Zum Game nochmal allgemein, wenn ihr Druid spielt, als erstes wichtig, schaut euch genau an, was der Gegner bringt. Radar, Flugzeugträger, Gun-DDs, habt das im Blick. Sucht euch ein gutes Positioning aus, wo ihr einen DD catchen könnt. Muss nicht gleich in den ersten Sekunden sein. Ich hatte hier ein bisschen Glück, dass die Shima relativ aggressiv reingefahren ist, deswegen konnte ich ihn killen. Aber habt da ein bisschen Geduld, schaut, wo der Gegner seine Schiffe zeigt und tut dann da reinfahren, wo ihr einen DD catchen könnt. Nutzt den Smoke, nutzt den Hydro, nutzt eure Heals. Ihr könnt eure HP auch mal wirklich in die Waagschale werfen. Das ist halt eine große Stärke. Farmt mit dem Smoke auch mal BBs oder Cruiser. Traut euch das. Aber wenn ihr in 1 gegen 1 gegen den DD geht, schaut, dass ihr alle Tools ready habt, um diesen Gunfight zu gewinnen. Habt so ein bisschen im Blick, was kann der Gegner DD und was sind die Szenarien, die euch so blühen könnten in Bezug auf Radar oder auch Crossfire von seinen Teammates. Ich hoffe, euch hat dieses How-to-Play-Video zur Druid gefallen. Wenn ja, lasst doch gerne ein Like bzw. einen Kommentar da, wenn ihr noch Fragen habt zum Schiff selber. Über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video auf meinem Kanal wieder. Die Mütze ist raus, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.